Moin und herzlich willkommen in meiner Holzwerkstatt. Auf diese Erweiterung habe ich mich schon so lange gefreut. Denn diese erstklassige Sägestation von HW hat noch an einer Stelle echtes Verbesserungspotenzial. Und zwar diese Absaug- und Schutzhaube, die war okay, mehr aber ehrlicherweise auch nicht. Und jetzt gibt es den Shark S10. Das ist endlich eine professionelle Absaugvorrichtung, die man nun auch bei HW in Deutschland beziehen kann. Und die zeige ich euch jetzt. Das Paket kommt wie gewohnt gut verpackt an und wiegt mit allem drum und dran so rund 30 Kilogramm. Und schon das lässt erahnen, wie massiv die Schutzhaube ist. Kurzerhand ist alles ausgepackt, die Anzahl der Einzelteile ist absolut überschaubar, sodass die Installation schnell und einfach ist. Ich orientiere mich an der Bedienungsanleitung und starte mit der Installation der Säulenhalterung an der hinteren Führungsschiene vom Big Eye Anschlag. Eine Zwinge kann hier auf jeden Fall helfen. Die Halterung selber wird mit 3 M12 Sechskantschrauben unterhalb der Schiene montiert. Und dann noch kurz die Rolle so einstellen, dass sie leichtgängig ohne großes Spiel auf der Schiene läuft. Wenn ihr nun unterhalb der Säulenhalterung die 2 Hebel löst, sollte sich die Halterung leichtgängig bewegen können. Jetzt wird der Stützfuß mit der Lenkrolle montiert. Die rote Rändelschraube muss komplett eingedreht sein, damit man bei Bedarf noch ein bisschen Höhe hinzudrehen kann. Die M8-Schraube dann von oben durch die Mitte der Säulenhalterung in das Gewinde des Stützrohres einschrauben. Nun könnt ihr nochmal mit der Rändelschraube eine Feinjustierung vornehmen und dann sollte die Säulenhalterung verfahrbar sein. Als nächstes kommt der Säulenausleger zum Einsatz. Ich bereite 4 M8-Schrauben jeweils mit einem Federring und einer Unterlegscheibe vor. Und dann kann ich den Ausleger an der Säulenhalterung anbringen. Am Rohrende bringe ich dann noch den Schlauchanschluss an. Dazu die Schrauben lösen, den Schlauchanschluss aufsetzen und die 2 Schrauben links und rechts wieder fixieren. Hier dann noch ein kleiner Deckel auf das Vertikalrohr und dann wird der Verriegelungsgriff für den Säulenausleger installiert. Die Transportsicherungsschraube wird rausgedreht. Danach schraubt ihr den vormontierten Verriegelungsgriff auseinander, sodass ihr 6 Einzelteile habt. Diese werden dann, wie auf dem Schaubild in der Anleitung, von links und rechts des Auslegers wieder zusammengeführt. Ziel ist es, dass ihr den Säulenausleger grundsätzlich wegschwenken könnt, aber auch mit Betätigung des Verriegelungsgriffes in der Arbeitsposition fixieren könnt. Somit sind wir auch schon beim letzten wesentlichen Bauteil, der Schutzvorrichtung. Die wird einfach am vorderen Ende des Säulenauslegers aufgeschoben und mit 2 Schrauben fixiert und kann dann noch im hinteren Bereich parallel zum Tisch ausgerichtet werden. Nun noch den Schlauch zwischen Schutzhaube und Auslegerrohr befestigen. Und dann nehme ich die letzte Einstellung vor, indem ich das Teleskoprohr so einstelle, dass die Schutzhaube genau über dem Sägeblatt schwebt. Und das war es dann auch schon mit der Installation. Hier seht ihr jetzt nochmal die beiden Hauben im direkten Vergleich nebeneinander. Die Originalhaube ist direkt am Spaltkeil montiert und bewegt sich entsprechend durch Höhenverstellung des Sägeblattes mit. Hier befindet sich ein Abluftschlauch mit einem 40er Innendurchmesser dran, der ehrlicherweise hier bei mir nur mit diesem Klebeband hält. Und wegklappen, um den Anriss und das Sägeblatt zu sehen, funktioniert hier leider gar nicht. Dafür muss die Haube demontiert werden und ein Sichtfenster gibt es hier ebenfalls nicht. Ja, und da man in der Praxis natürlich nicht 2 Hauben benötigt, werde ich diese jetzt hier bei mir in Rente schicken. Und hier seht ihr jetzt das ganze Prachtstück in voller Größe. Den Aufbau habt ihr ja gerade gesehen, hat bei mir circa eine Stunde benötigt und lässt sich alleine wunderbar auch bewerkstelligen. Da braucht ihr also keine weitere Person. Eigentlich ist auch alles selbsterklärend und wenn ihr doch mal Fragen habt, dann schaut einfach mal in die Bedienungsanleitung. Die ist auch in deutscher Sprache mit einigen Bebilderungen mit dabei und da bleiben eigentlich keine Fragen mehr offen. Schauen wir mal auf die Details. Wir sind jetzt hier bei dem Herzstück der Absaug- und Schutzvorrichtung und die hat einen ganz wesentlichen Vorteil gegenüber dem Original. Denn diese ist nicht am Spaltkeil hinter dem Sägeblatt montiert, sondern ist freischwebend über diesen Gelenkarm hier montiert.
Und wenn ich jetzt also diese Schutzvorrichtung leicht anhebe, seht ihr, wird sie in dieser Position durch die Gasdruckfeder, die hier verbaut ist, automatisch gehalten. Ja, und für die Praxis bedeutet das Folgendes: Wenn wir die Schutzhaube also jetzt auf die Höhe der Tischplatte fahren, dann kommen wir mit unserem Werkstück zur Haube und die Haube macht Folgendes: Sie fährt automatisch durch die Gasdruckfeder, die dann eben auf leichtes Spiel dann auch reagiert, entsprechend in die Höhe, die das Werkstück eben in der Dicke beträgt. Und so haben wir immer die optimale Höhe für die Schutzhaube. Und damit das Ganze auch gut funktioniert, ist hier unterhalb der Schutzvorrichtung eine entsprechende Rolle montiert, wo das Werkstück immer gut geführt unter der Schutzhaube langfahren kann. Sollte es jetzt mal eine Situation geben, wo ich sage, dass ich die Haube in einer bestimmten Position ganz fest halten möchte, habe ich hier die Möglichkeit, über das Rändelrad die Position eben zu fixieren. Jetzt kann die Gasdruckfeder auch nicht mehr arbeiten und insofern ist die Position erstmal fixiert. Ein großes Manko bei der Originalhaube war für mich auch, dass ich keine gute Sicht auf Werkstück und Sägeblatt hatte. Insofern konnte ich auch meinen Anriss nicht wirklich gut erkennen. Und das ist jetzt bei dieser Haube ganz anders gelöst. Ihr seht hier dieses wunderbare kleine Fenster und da lässt sich hervorragend durchblicken. Wenn ich jetzt also mein Werkstück mit dem Anriss hier durchfahre, könnt ihr das hoffentlich auch auf der Kamera sehr gut erkennen, dass ich einfach hier perfekt meinen Anriss und Sägeblatt in Übereinstimmung bringen kann. Und wie kommen wir jetzt an unser Sägeblatt oder zum Beispiel den Spaltkeil? Das ist ganz einfach gelöst. Wir werden hier oben einfach die Schraube lösen und können dann unsere Haube einfach ganz bequem zur Seite schwenken. Dieser Auslegearm ist ein sogenanntes Teleskoprohr. Der ist in der Breite flexibel, weil eben hier ein kleines Rohr in einem großen Rohr geführt wird. Und dementsprechend könnt ihr das je nach euren Anforderungen genau auf die Breite einstellen, die ihr für eure Installation benötigt. Abgesaugt wird die Haube hier am letzten Ende mit einem Schlauch, der einen Innendurchmesser von ca. 60 bis 65 mm hat. Und das Ganze geht dann über das Teleskoprohr hier hinten in eine Absaugung über, die 100 mm beträgt. Dementsprechend habt ihr nun 200er Anschlüsse, einmal von der Absaughaube und zum anderen kommt ihr direkt aus der Tischkreissäge ein 100er Anschluss. Den alten, der zur Absaughaube ging, den habe ich natürlich blind gelegt und das Ganze wird dann hier mit einem Y-Verteiler in eine entsprechende Absauganlage reingeführt. Und dann kann es ja auch mal sein, dass ihr die gesamte Schutzvorrichtung hier mal aus dem Arbeitsbereich der Tischkreissäge bringen möchtet. Und auch das geht natürlich, indem ihr einfach hier hinten diese Schraube löst und dann könnt ihr das Ganze hier ganz bequem einfach aus dem Weg fahren. Einigen von euch wird sicherlich schon aufgefallen sein, dass hier jetzt in dem Arbeitsbereich des Frästisches dieser Stützarm entsprechend ist und ich gar nicht mehr unbedingt die Möglichkeit habe, hier richtig zu arbeiten. Und genau dafür hat Harvey natürlich auch vorgesorgt. Bei der Installation habt ihr das vielleicht gesehen. Dieser Stützarm ist auf einer Stützrolle unten montiert, sodass ich die Möglichkeit habe, wenn ich das Ganze hier löse, zack, kann ich das Ganze mit dem Arm komplett verfahren und aus dem Weg bringen, sodass ich dann die Möglichkeit habe, hier ganz normal in meinem Arbeitsbereich eben zu fräsen. Natürlich kann ich mit dieser Säge auch Winkelschnitte realisieren. Dazu neigt sich das Sägeblatt hier in den Bereich, wo ja die Schutzhaube ist und dafür hat Harvey natürlich auch gesorgt. Ich muss hier einfach die vordere Schraube einmal kurz anlösen. Eigentlich soll das Ganze auch werkzeuglos wechselbar sein. Ich muss aber diese Schraube bei mir tatsächlich lösen. Und dann kann ich einfach mit dieser Haube an diese Stelle gehen, setze die kurz ein, zack, und fixiere das Ganze wieder hier vorne mit dieser Schraube. Ich habe also hier jetzt den nötigen Raum geschaffen, um sicher und sauber zu sägen. Spannend ist natürlich jetzt zu sehen, wie effektiv arbeitet überhaupt die Absaugung. Und dazu werde ich jetzt einmal die Absaugung nur von unten aktivieren, dann nur über die Schutzhaube von oben und im dritten Durchgang oben und unten aktivieren.
Das war wirklich beeindruckend und auch ihr konntet sicherlich sehen, wie enorm die Saugleistung über diese obere Haube hier ist. Schauen wir uns mal die Schnitte in der Praxis an. Dazu verwende ich sowohl Vollholz als auch eine Sperrholzplatte und auch mal ein MDF. Auch im Praxiseinsatz habt ihr gesehen, wie beeindruckend die Absaugleistung ist. Ich habe diese Absaug- und Schutzhaube schon auf einem USA-Messevideo im Sommer 2024 gesehen und seitdem warte ich schon auf die Produkteinführung hier in Deutschland. Aber jetzt habe ich ja endlich eine. Beeindruckt bin ich von der Wertigkeit, denn nur die nötigsten Bauteile sind aus Kunststoff. Der Rest ist aus Metall. Genial ist die Absaugleistung, vorausgesetzt natürlich, dass man auch eine entsprechende Absauganlage dort anschließt. Es wurde an viele Kleinigkeiten und Einstellmöglichkeiten gedacht. Drehen, klappen, schwenken, alles ist möglich und für den Praxiseinsatz konzipiert. Ich habe immer gute Sicht auf mein Werkstück und die ideale Höhe der Schutzhaube auf dem Werkstück durch die Anpassung der gasdruckbetriebenen Schutzhaube. Der ein oder andere wird sich auch fragen, ob die Haube auch an anderen Tischkreissägen funktioniert. Und grundsätzlich sage ich mal ja. Entscheidend ist einzig und allein, wie und wo bei der eigenen Arbeitsstation der Aufnahmearm dort installiert werden kann. Ist dieser dann erstmal fest dort montiert, funktioniert die Absaug- und Schutzhaube oberhalb einer anderen Tischkreissäge natürlich genauso gut. Besser kann man meines Erachtens eine Absaug- und Schutzhaube kaum konstruieren. Und ich habe jetzt schon einige Tage damit gearbeitet und bin glücklich, dass sich die Haube in der Praxis absolut bewährt. Für die Tischkreissäge ist das eine echte Aufwertung. Wenn du noch Fragen zu dem System hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, ciao!